Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und heute haben wir wieder NF Friday. Und wir gehen zurück zum ersten Album, nachdem ich jetzt The Search einmal kurz eingeschoben habe. Für die Leute, die neu auf meinem Kanal dazugekommen sind, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch hier dabei zu haben auf dieser Reise, auf der NF-Reise. Und wie ihr sehen könnt, geht es heute um den Song Wait. Hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Psychologie, um Philosophie. Wir schauen uns die Lyrics, die Visuals und alles, was sonst noch zur Musik dazugehört, genauer an. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und ich liebe den Deep Dive. Von daher lasst uns jetzt einfach mal in den Song starten. Ich liebe seine Singstimme. Ne? Bevor es hier ein bisschen jetzt in den Refrain geht, lasst uns da schon mal gucken. Obviously, wir haben hier einen Song, wo es um ein Paar geht, was dabei ist, sich zu trennen. Vielleicht sogar schon getrennt hat, aber immer noch im Austausch ist miteinander. Aber es sieht hier so aus, als würden sie vielleicht in einer gemeinsamen Wohnung leben. Und gerade beide an einem sehr verzweifelten Punkt sein. So. Und ich meine, also wirklich viele Menschen auf diesem Planeten kennen dieses Thema, kennen dieses Gefühl. Gerade da, wo noch so Gefühle da sind, wo man das Gefühl hat, meine Güte, ich finde die Person eigentlich wirklich, wirklich toll. Und das funktioniert einfach nicht. Aus verschiedensten Gründen. So. Und das, was ich hier ganz spannend finde, ist auch der Punkt von, er sagt ja, I can't lose you. Und es kann zum einen sein, dass es einfach heißt, für ihn ist eigentlich alles noch gut oder irgendwie so, dass er sagt, ey, komm, wir können dran arbeiten und für sie nicht. Und er sagt, ey, ich bin immer noch emotional so an dich gebunden, so an dich verliebt oder liebe dich. Ich kann dich jetzt nicht verlieren, ich will da dran arbeiten. Und sie sagt, ey, sorry, aber ich kann und will nicht mehr. So. Und es kann aber auch bedeuten, dass es eine Abhängigkeit gibt. Dass er sagt, ey, dann lieber in einer Beziehung sein, wo es nicht funktioniert und wo wir uns immer streiten, wo immer irgendwas ist. Aber Hauptsache nicht allein. Hauptsache, ich muss nicht mit der Trennung umgehen, mit den ganzen Gefühlen, die dann kommen. Und das können sowohl die Gefühle sein, die durch die Trennung kommen. Und es können aber auch Gefühle sein, die kommen, wenn er wieder alleine ist und niemand da ist, der ihn ablenkt. Ne? Wenn wir hier jetzt gerade auch bei NF gucken, kann es ja auch um traumatische Geschichten gehen, um Depressionen, um Flashbacks, um Ängste, um Panik, um OCD, ne? Also Zwangsstörungen, die schlimmer werden können, wenn man emotional nicht stabilisiert ist. Und viele stabilisieren sich über die Dynamik mit jemand anderem. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird es mental manchmal schlimmer. Und allein deswegen dieses, ey, ich kann dich nicht verlieren. Sonst geht's mir richtig kacke. Und das sollte natürlich nie ein Grund sein, mit jemandem zusammenzubleiben, ist es aber oft genug. Und nicht immer bewusst. So. Nicht, weil wir die Person ausnutzen wollen, sondern weil wir emotional so überwältigt werden von der Angst und von der Panik, allein zu sein. So. Ja. Lasst uns weiterschauen. Hier haben wir wieder einen nächsten Hinweis. So. Zum einen sagt er, this ain't working. Es funktioniert nicht mit uns. Wir gehen hin und vor und zurück. Immer einen Schritt vor und dann wieder 2 zurück oder was auch immer in diese Richtung. Ne? Es ist immer eine Diskussion, ein Streiten, wir kommen nicht voran, wir kommen nicht mehr zusammen. Das klappt nicht und
Dieses It feels like I'm home. Und NF-Fans wissen, dass es bei NF zu Hause nicht wirklich gut lief in der familiären Situation. Da war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. So, ich meine, das ist in vielen Familien so, dass es da nicht dieses romantisierte Familienglück gibt. Aber es gibt auch noch verschiedene Abstufungen davon, wie schlimm es sein kann. So. Und bei NF war es ziemlich schlimm. Und da wurde auch viel gestritten. Und manchmal ist das Gehirn so, dass es sich auch immer wieder Menschen sucht, mit denen wir das wiedererleben. So, nicht weil wir das wollen, aber weil das Gehirn nach etwas sucht, was vertraut ist. Weil das ist das, wofür wir schon Überlebensstrategien entwickelt haben. Wo wir zumindest wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wenn plötzlich irgendwas um die Ecke kommen würde, wo wir uns safe fühlen würden, wo wir der Person vertrauen könnten, die liebevoll mit uns umgeht, respektvoll, mit der es keinen Streit gibt, dann wird das Gehirn unruhig, weil irgendwas stimmt nicht. So, das kann nicht echt sein. Und dann fängt es an zu suchen nach Dingen, die schwierig werden. So, oder schwierig sein könnten, die wir vielleicht noch gar nicht sehen oder irgendwas. Ja, dann wird es misstrauisch, unterstellt demjenigen irgendwas, du tust doch jetzt hier nur so nett, weil eigentlich hast du irgendwas Schlimmes gemacht oder so. Oder das Gehirn sucht nach irgendwas, worüber es streiten kann. Weil das gibt dann wieder die Vertrautheit, das gibt wieder die Sicherheit, jetzt ist alles wieder so, wie es sein sollte. Haha. Und dann wundern wir uns, warum wir so unglücklich sind, warum wir ständig so Beziehungen haben, die nicht funktionieren. Das Gehirn ist da manchmal ziemlich fies. So. Das wäre eine Möglichkeit. Und es kann natürlich auch sein, dass das sind ja immer zwei Menschen, das ist ja nicht nur eine Person. So. Das heißt, es finden sich ja auch immer zwei, die gegenseitig bestimmte Dynamiken miteinander bespielen. Manchmal ist es aber auch, dass es vorher richtig, richtig gut funktioniert hat. Wobei, das wäre es in der ersten Situation auch, ne? Es hat am Anfang richtig gut funktioniert und genau das ist das, was das Misstrauen hochholt. Die zweite Variante wäre, dass es vorher richtig gut funktioniert hat. Mindestens, weil auch die ganzen Hormone, Glückshormone, Verliebtheitskram und so weiter dazugekommen ist. Oxytocin, Serotonin und alles so rosarote Brille und 7. Wolke und so. Und wenn das nachlässt, dann merken wir plötzlich, dass da ein paar Dinge sind, die eigentlich gar nicht passen, die wir uns nur schön geredet haben. Und wundern uns, warum die Person sich so verändert hat, was denn da los ist. Und manchmal, wenn wir in einer langjährigen Beziehung sind und es hat lange Jahre funktioniert, dann schleichen sich manchmal Dinge ein, die so sehr Alltag sind, wo wir uns nicht mehr bemühen, wo wir den anderen irgendwie für selbstverständlich halten und nicht mehr investieren. Und manchmal ist es so, dass einer von beiden sich plötzlich weiterentwickelt, irgendein Thema aufgelöst hat von sich, irgendein altes Muster aufgelöst hat und plötzlich die Dynamik von dem Paar so nicht mehr funktioniert. Und das führt wieder zu Streit, weil die Person, die sich weiterentwickelt hat, kann nicht mehr zurück, braucht irgendwas anderes, irgendwas Neues, eine andere Dynamik. Und die andere Person, die sich nicht weiterentwickelt hat, muss entweder gucken, dass sie da mitgeht, dass man gemeinsam etwas Neues entwickeln kann, oder sie kämpft dagegen an. Und dann funktioniert es nicht mehr. Und daran brechen viele auch auseinander. Es könnte, was hier beschrieben wird, alles irgendwie davon sein. Weiter geht's. Okay, ich muss nochmal Pause machen. Ich finde die Visuals unglaublich stark. Ich bin mir inzwischen auch gar nicht mehr sicher, ob sie wirklich in einer Wohnung leben oder ob sie in 2 getrennten Wohnungen sind und gerade miteinander telefoniert haben auch. Oder ob sie vielleicht mit jemand anderem telefoniert hat, mit den Eltern, mit der Mutter, mit besten Freundinnen oder was auch immer. So. Aber das, was man richtig, richtig gut sehen kann, ist diese Verzweiflung, dieser Schmerz, ne, dieses am Boden sein. Im wahrsten Sinne des Wortes sitzen sie am Boden. So. Und dieses Gefühl, ne, ich glaube, das können wir alle irgendwie, da haben wir unsere eigene Geschichte zu und haben eine Idee, wie sich das anfühlt. Und das ist nicht cool, das ist nicht schön.
Und dieses, ey, können wir es nicht irgendwie noch retten, ne? Dieses I try to pick up the pieces. Und irgendwie noch irgendwas draus machen. Können wir es nicht irgendwie retten? So, entweder aus dieser Angst heraus, es zu verlieren, oder auch aus dem, wir hatten so viele, so wundervolle Jahre, ich kann das doch jetzt nicht einfach gehen lassen. Besonders nicht vielleicht in so einem Streit oder in so einer Verzweiflung. Wobei ist die Frage, ne? Haben die sich gestritten? Haben sie sich einfach nur auseinandergelebt? Gab es einfach nur die Wahrnehmung, okay, es passt nicht mehr, wir sind verschiedene Menschen, wir müssen uns hier eigentlich verabschieden. So. Aber ja, man sieht den Schmerz. Man sieht ihn. What you thinking? What you thinking? Where's your mind at? Don't you miss us? Don't you miss us? Cause you don't call that, you don't call that. Are you happy? Tell me, are you happy? Are you smiling? Are you smiling? Go happy. Tell me, go happy. Cause I am done, yeah, I am done. Ja. Auch da, ne, bist du jetzt glücklich? Jetzt, wo es vorbei ist? So. Wo wir uns auseinandergelebt haben, wo wir uns trennen. Ist es das, was du wolltest? Ist es das, was dich glücklich macht? Weil ich bin hier auf meiner Seite und ich krepiere. So, ich gehe daran gerade kaputt. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Bin verzweifelt. So. Und sie sieht jetzt nicht aus, als wäre sie happy. Aber das ist das, was uns manchmal kommt, ne? Wenn jemand sagt, ey, ich kann nicht mehr, muss diese Beziehung beenden, es funktioniert nicht mehr. Dass wir dann aus unserer Verzweiflung heraus denken, das ist wohl das, was die Person glücklich macht. Und vielleicht in weiter Ferne wird es das auch. Vielleicht ist das die bessere Alternative für beide oder zumindest vielleicht für sie, um wieder glücklicher zu werden. So. Das ist oft eine Entscheidung für sich. So. Nicht für sich als Paar, sondern für sich selbst als Person und für das eigene Glück. Gerade wenn Beziehungen toxisch werden. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Nicht weil also auch, weil es manchmal Leute gibt, die toxisch sind in den Dynamiken miteinander, aber manchmal einfach auch, weil man merkt, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich kann nicht mehr das leben, was ich eigentlich will. Kann mich nicht mehr um meine Bedürfnisse kümmern in dieser Beziehung. Und das muss nicht mal unbedingt was mit dem Gegenüber zu tun haben, sondern es kann auch einfach sein, dass sie wiederum Muster mitbringt, aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Kindheit, wo sie, sobald sie in einer Beziehung ist, aufhört, auf sich zu achten, aufhört, für sich einzustehen und in dem anderen Menschen, in seiner Persönlichkeit, in seinen Bedürfnissen, in seinen Hobbys und so weiter eintaucht und verschwindet und ihre eigene Person darin untergeht. Und dass sie das irgendwann zu spät merkt und dann wieder den Schritt raus machen muss, um wieder zu sich zu finden. Und daran ist niemand schuld, sondern das sind zum einen die Muster, die einfach angehen, über die sie keine Kontrolle hat. Manche kriegen irgendwann über die Jahre mit dem Bewusstsein Kontrolle darüber und lernen es schneller. Und auch schneller tatsächlich nicht mehr das in Beziehungen zu tun. Und auch der Partner hat darüber keine Kontrolle. Er kann zwar mit drauf achten, aber es ist immer auch in ihrer Entscheidung. So. Ja. Tell me, go happy. Cause I am done, yeah, I am done. I'm holding on to pieces of us that I just can't let go. I know this is a desperate kind of love, but it feels like it's hard. Where you going? Where you going? I'm holding on to pieces of us, cause I just can't let go. We don't wanna have a conversation. We don't wanna think about it, we just wanna fake it. We just wanna act like everything is great. Go back to the day watching movies in the base. And the problem is now I feel like everything has changed. And I'm trying to make a living on the music, but I feel like every time I look at you, I'm in a place. It's hard to be the man of the house when you ain't got a house. I hate this. It's complicated, it's complicated, it's complicated. We don't wanna talk, we don't wanna talk. It's complicated. I'm sitting in a hotel room like, why? Call your phone and apologize. Okay, ich muss hier nochmal Pause machen. War schon wieder so viel. Das ist tatsächlich, Kommunikation ist alles in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ob es jetzt so eine Freundschaft ist, ob es
Eltern-Kind-Beziehung ist, ob es Familie ist, ob es partnerschaftliche Beziehung ist. Überall, wo Emotionen involviert sind, auf irgendeiner Ebene, selbst wenn es nur Kollegen auf Arbeit sind, ist Kommunikation das Allerwichtigste. Und Kommunikation ist immer beeinflusst, bei jedem von uns. So, unser Gehirn ackert die ganze Zeit und bewertet und interpretiert. So. Und wir bewerten all das, was wir wahrnehmen, und unser Gehirn sortiert es ein in irgendeine Geschichte, was das jetzt wohl bedeutet. Interpretiert das, was es wahrnimmt. Das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Das ist das Trickige quasi da dran. Weil das Gehirn schmeißt auch so viele andere Informationen hinten runter, die es für nicht wichtig hält. Es saugt sich quasi die Informationen, die es erwartet. Weil es gibt ja dann auch immer noch mal einen Erwartungsrahmen. Und alles, was dafür spricht, dass die Erwartung eintrifft, das wird hochgehypt. Und alles, was dem nicht entspricht, wird so hinten runtergefallen lassen. So. Das heißt, deswegen passiert oft genug vermeintlich das, was wir erwartet haben. Aber nicht, weil es wirklich passiert, sondern weil wir es so interpretiert haben und dann sagen, aha, ich wusste doch, du magst mich nicht. Und der andere steht da so, hä? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja doch, aber du hast das und das getan und du hast das und das so und so gesagt und du hast dabei so und so geguckt. Und das bedeutet, dass du mich nicht magst. Und dann wird es schwierig, so, weil wir nicht die Fakten überprüfen, weil wir unser Gehirn nicht in Frage stellen und die Meinung des anderen dann sofort als Lüge abtun. Das heißt, wir hören auf, offen und neugierig zu bleiben für die Geschichten, für die Varianten, für die Wahrheiten anderer Menschen, die auch nicht wahrer sind als unsere eigenen, aber sie haben mindestens die gleiche Berechtigung wie unsere eigenen. Sie sind mindestens genauso wahr wie unsere eigenen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und keine davon ist wahr. Auf einer Ebene. Und gleichzeitig schon, in meinem eigenen Kopf ist meine Geschichte immer wahr. Aber das heißt nicht, dass es die Wahrheit für die Umstände und für alle anderen Menschen ist. Und da wird es schwierig und deswegen müssen wir das kommunizieren. Du, pass auf. In meinem Kopf ist gerade das und das. Wie ist denn das bei dir? Siehst du das auch so? Oder hast du das gemeint? Ist es das? Habe ich das richtig interpretiert? Und natürlich kann es immer sein, dass das Gegenüber uns anlügt, weil dann kommen unsere ganzen Ängste, unsere ganzen Unsicherheiten mit rein. Und dann versuchen wir jemanden zu manipulieren in das, was er denken soll, dass er sich sicher fühlen soll oder dass er mich bloß nicht in Frage stellen soll oder was auch immer. So. Und da muss nicht immer böse Absicht hinterstehen, sondern wie gesagt, da kann auch viel Angst hinter sein, entlarvt zu werden mit den eigenen schambehafteten Themen. So, dass ich es zum Beispiel wieder nicht geschafft habe, aufzuräumen oder so. Das können ganz banale Sachen sein. Es muss nicht immer sowas sein, wie da hat mich jemand betrogen oder kann mich nicht leiden. So. Und schon ziehen wir uns zurück, schon richten wir unsere Schutzmauer auf. Und der andere interpretiert das wieder, aha, als der hat bestimmt irgendwas Schlimmes getan. Und so passieren so viele Missverständnisse. Und auch unsere Bedürfnisse, über die wir nicht reden, die wir nicht äußern, weil wir Angst haben, dass der andere uns dafür auslacht, dass der andere uns dafür verurteilt, dass wir sie erst recht nicht kriegen. Also äußern wir sie lieber nicht, weil wir selber schon uns dafür verurteilen, dass wir diese Bedürfnisse haben. Und da passieren so viele Missverständnisse, ne? Und dann reden wir lieber nicht drüber, weil es wird eh nur kompliziert und wir verstehen uns dann nicht. Und dann kommt Streit, weil jeder in seinem eigenen Kram irgendwie sitzt und in seinem eigenen Schutzmechanismus unterwegs ist. Und dann wird es nur kompliziert. Dabei ist das, was es braucht, eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, eine Direktheit auch, aber eine respektvolle Direktheit. Und auch eine Offenheit für das Gegenüber. Die Offenheit dafür, dass meine Wahrheit nicht die einzige Wahrheit ist und beide sich auf gleicher Ebene begegnen dürfen. So. Und dass beide Wahrheiten nebeneinander Platz haben und dass dann geguckt wird, okay, und wie vereinen wir das jetzt? So, lang genug gequatscht, weiter geht's. I'm sitting in a hotel room like, why? Call your phone and apologize. Gotta be a way we can make this right. We can make this right. I'm holding on to pieces of us that I just can't let go. I know this is the best, but I know this hurts. I know this feels like it's home. Where you going? Where you going? Where you going? All the pieces of us.
but I just can't let go. I know this is a desperate kind of love, but it feels like it's home. Wait, 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 don't leave me. Wait, wait, don't leave me. Ja. Mir kam gerade auch nochmal der Gedanke, als ich das mit dem Zimmer gesehen habe und mit seiner Tasche. Es kann entweder bedeuten, dass er doch aus der gemeinsamen Wohnung jetzt quasi ausgezogen ist. Aber er hat vorhin auch was von Konzerte, Tour, Musikkarriere und so weiter erzählt. Es kann auch sein, dass er gerade in einem Hotel war, unterwegs irgendwo Konzerte spielen, während sie allein zu Hause war und er nicht für sie da sein konnte. Oder umgekehrt, sie nicht für ihn da sein konnte. Und das macht es natürlich immer noch mal mehr kompliziert, ne? So Fernbeziehungen auf einer Ebene, wo eine physikalische Ebene nicht da sein kann. Und dann, wenn man vielleicht jemanden wirklich in Präsenz bräuchte, die Person nicht da sein kann. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, ne? Wie abhängig machen wir uns von unserem Partner? Wenn der Partner nicht da wäre und ich solo wäre, an wen würde ich mich dann wenden? Würde ich mich dann an Freunde wenden? Würde ich das selber hinkriegen? Also, ne? Und gleichzeitig ist Beziehung ja auch dafür da, um eben auch eine Form von Verbindung aufzubauen, eine Form von miteinander gemeinsam Leben gestalten. Und das muss auch geklärt werden, ne? So, gerade bei jemandem, der als Künstler viel unterwegs ist, viel nicht da ist. Wie gehen wir damit um? Wie können wir dafür sorgen, dass beide Partner versorgt sind? Was braucht man? Was gibt es für Möglichkeiten? Gerade jetzt, wo NF auch Kinder hat, Frau und Kinder. So. Wie geht ihr damit um? Es ist ja nicht nur auf Tour sein, sondern es ist ja auch im Studio sein, Musik kreieren. Ne? Gerade im ersten Album, wo er noch nicht seine Frau hatte und die Kinder hatte, wo er uns auch im Intro und so weiter gesagt hat, ey, ich hustle, ich schlafe quasi im Studio. Und dann wache ich auf und dann geht es sofort weiter. Das ist mein Leben. Ich liebe Musik. Musik ist mein Leben. Und natürlich wird sich das bis zu einem gewissen Grad verändern. So, aber ja, ne, das braucht offene Kommunikation. Was sind die verschiedenen Vorstellungen, was sind die verschiedenen Ansprüche an Beziehungen? Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, ne, sondern das ist wirklich wie stelle ich mir eine Beziehung vor? Was brauche ich, um glücklich in einer Beziehung zu sein? Und es kann sein, dass es 2 verschiedene Vorstellungen davon gibt. Aufgrund von der eigenen Geschichte, aufgrund der eigenen Persönlichkeit. Und dann ist tatsächlich die Frage, passt das zusammen? Kann das funktionieren? Und wenn nicht, dann wird es schwer daran festzuhalten, auch wenn die Person noch so toll ist und noch so liebenswert ist. Es wird ein Kampf werden, der irgendwann zu Frustration, zu Schmerz, zu Verletzung führt. Und entweder schafft man es dann irgendwann, was daran zu verändern, oder die Beziehung wird daran zerbrechen. Oder es wird eine jahrelange unglückliche Beziehung sein. So. Nun ja, lang genug, das Video, würde ich sagen. Checkt auf jeden Fall NFs Kanal aus. Liked und subscribt den Original-Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, liked auch diesen Kanal, dieses Video. Subscribed, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die NF Fridays nicht verpasst. Genau. Ja, gibt es irgendwelche Gedanken, irgendwelche Sachen, die ich verpasst habe? Irgendwelche Wünsche? Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend.